almost 38 years in the country of Guatemala to training and equipping people for ministry. Wir haben fast 38 Jahre in Guatemala damit verbracht, Leute auszustatten und sie zu lehren. Now, I am from New Brunswick, Canada. Ich bin von New Brunswick in Kanada. Ah, you did it. And so I grew up in New Brunswick. Also bin ich dort aufgewachsen. I studied French for 12 years in school. Und für 12 Jahre habe ich Französisch gelernt. And God sent me to a Spanish-speaking country. Und Gott hat mich in ein spanisch sprechendes Land geschickt. I thought God would send me to a French-speaking country. Ich dachte, Gott würde mich in ein französisch sprechendes Land schicken. So when we first arrived in Guatemala, I knew English and I knew enough French to be dangerous. Also als wir am Anfang in Guatemala angekommen sind, wusste ich, wie man Englisch spricht und dann so eine gefährliche Art und Weise vom Französischen. But I did not know Spanish. Aber ich hatte keine Ahnung vom Spanischen. And so we began learning the Spanish language. Also haben wir angefangen, die spanische Sprache zu lernen. Because how could we reach Guatemala if we could not speak their language? Also wie können wir Guatemala erreichen, wenn wir die Sprache nicht sprechen können? So as we began learning the Spanish language and struggling in our learning, Also als wir angefangen haben, Spanisch zu lernen und Schwierigkeiten damit hatten, an older minister came up to me and he said, Brother Brad, ist ein alterer Mann im Dienst zu mir gekommen und hat gesagt, Bruder Brad, do you know that besides Spanish, there's 23 other languages in Guatemala? wusstest du, dass außerhalb von Spanisch es noch 23 andere Sprachen in Guatemala gibt? There's 23 Indian Mayan languages in this country. Es gibt 23 mayanische Sprachen in diesem Land. I cannot explain to you this morning how devastated I felt. Und ich kann dir gar nicht beschreiben heute, wie schrecklich das für mich in dem Moment war. I was struggling to learn one language. Ich hatte schon Probleme, die eine Sprache zu lernen. And here he's saying there's 23 other languages. Und dann sagt er mir, es gibt noch 23 andere. As a young person, as a young minister, Als ein junger Mann im Dienst I felt overwhelmed. war ich überwältigt. And I felt like, how will we ever reach this country? Und ich dachte, wie werden wir jemals dieses Land erreichen? I'm struggling with one language and here they're saying there's 23 more languages. Ich habe Schwierigkeiten mit einer Sprache und dann sagen sie mir, es gibt noch 23 andere. And I made it a matter of prayer. Und ich habe es ans Gebet gegeben. And I began to say to God, I expressed my frustration to him. Und ich habe angefangen, mit Gott zu reden und meine Frustrationen ihm wissen lassen. And let me just say this right now. Und lass mich das hier sagen. If you are frustrated in your ministry, Wenn du in deinem Dienst frustriert bist, tell God. sag es Gott. God knows anyway. Gott weiß es sowieso schon. He understands our frustration. Er versteht unsere Frustration. And we need to make it a matter of prayer. Und wir müssen es an das Gebet weitergeben. Because God not only understands our frustration, Denn Gott versteht nicht nur unsere Frustration. He has called us to a ministry of victory and triumph. Er hat uns zu einem Dienst des Sieges und des Triumphes gerufen. And He will show us how to overcome our frustration and our struggle. Und er wird uns zeigen, wie wir unsere Frustration und unsere Schwierigkeiten überwinden können. So as I began to pray, Also als ich angefangen habe zu beten, God began to deal with me. hat Gott angefangen, sich mit mir zu beschäftigen. And He showed me that He did not send us to Guatemala to physically go to every town and village and us start a church in those places. Und er hat mir gesagt, dass er uns nicht nach Guatemala geschickt hat, damit wir wirklich in Person zu jedem einzelnen Dorf gehen und mit diesen sprechen. But that our ministry in Guatemala Aber dass unser Dienst in Guatemala was going to be to help the Guatemalan people sein würde, understand what their ministry was, den Leuten in Guatemala zu helfen, zu verstehen, was ihr Dienst ist. and then train and equip them Und sie dann auszustatten und zu lehren. so they could go throughout Guatemala and reach Guatemala with the gospel of Jesus Christ. So dass sie durch ganz Guatemala durchgehen können und Guatemala für das Evangelium Jesu Christi erreichen konnten. That's why in 38 years, Deshalb in 38 Jahren we've gone from 24 churches to 268 churches. sind wir von 24 zu 268 Kirchen gewachsen. It's not been because the missionaries have gone and started those churches.
Und das hat nichts damit zu tun, dass die Missionäre gegangen sind und diese Kirchen angefangen haben, but it's because we've trained and we've equipped the Guatemalan people aber weil wir die Leute aus Guatemala ausgestattet und trainiert haben and have sent them und sie geschickt haben throughout the country of Guatemala. durch das ganze Land von Guatemala. And they are reaching the country with the gospel of Jesus Christ. Und sie erreichen das Land mit dem Evangelium Jesu Christi. You see, training and equipping Verstehe, das Ausstatten und das Trainieren is so much more effective than just doing everything by ourselves. ist so viel effektiver, als wenn wir alles alleine machen. Every person that we equip Jede Person, die wir ausstatten and we train and we send, und die wir trainieren und rausschicken, we are multiplying our ministry and multiplying our impact. damit vermehren wir unseren Dienst und unseren Impact. We started a Bible school in Guatemala. Wir haben eine Bibelschule in Guatemala gestartet. Our thought was everyone who wants to be trained can come to the Bible school. Und unser Gedanke war, jeder, der trainiert werden möchte, kann zur Bibelschule kommen. And I will never forget the very first class I taught in the Bible school. Und ich werde nie die allererste Stunde vergessen, die ich dort gelehrt habe. There were 23 students that came to that class. Es gab 23 Studenten, die zu diesem Unterricht gekommen sind. And I felt like a little kid at a birthday party. Und ich habe mich wie ein kleines Kind auf einer Geburtstagsfeier gefühlt. I had 23 gifts sitting in front of me. Und ich hatte 23 Geschenke, die vor mir gesessen haben. It was 23 gifts from God, 23 Geschenke von Gott. 23 opportunities to multiply my ministry. 23 Möglichkeiten, meinen Dienst zu vermehren. Because as I taught them Denn als ich sie gelehrt habe and as I equipped them und als ich sie ausgestattet habe and as we put tools in their hands und als wir Werkzeuge in ihre Hände gelegt haben and ultimately sent them throughout Guatemala, und sie letztlich auch durch Guatemala geschickt haben. it did not matter what village or town they went to. Und zwar egal, in welche Stadt oder in welches Dorf sie gegangen sind. A part of Brad Thompson went with them. Ein Teil von Brad Thompson ist mit ihnen gegangen. I may never go into those villages where they're at, Ich werde vielleicht nie in diese Dörfer gehen, wo sie sind. but through training and equipping, Aber durch Ausstatten und Trainieren a part of me is there with them. ist ein Teil von mir dort mit ihnen. What an incredible biblical way to expand our ministry. Was eine unglaubliche biblische Art und Weise, unseren Dienst zu vermehren. When Jesus ascended, Als Jesus aufgestiegen ist, he left his disciples here on earth. hat er seine Jünger hier auf der Erde gelassen. He told them to go into all the world and preach the gospel to every creature. Und er hat ihnen gesagt, in die ganze Welt auszugehen und das Evangelium zu jeder Kreatur zu predigen. He empowered them with the power from on high. Er hat sie bekräftigt von der Kraft von oben. And through that power, Und durch diese Kraft those disciples continued the ministry of Jesus. haben diese Jünger den Dienst von Jesus weitergemacht. And they reached their entire world, the entire known world. Und sie haben die ganze bekannte Welt erreicht. They did it without Zoom. Sie haben es ohne Zoom gemacht, They did it without cars. ohne Autos gemacht. They did it without airplanes. Sie haben es ohne Flugzeuge gemacht. They did it through the power of the Holy Ghost invested in them. Sie haben es durch die Kraft des Heiligen Geistes getan, die ihnen gegeben worden ist. And God expects no less than that from us today. Und Gott erwartet nicht weniger von uns heute. Church, God has put incredible tools in our hands. Kirche, Gott hat unglaubliche Werkzeuge in unsere Hände gelegt. He has placed us in 2023, Er hat uns in 2023 platziert, where the known world is at our fingertips. wo die bekannte Welt in unseren Fingerspitzen ist. In one Zoom call, In einem Zoom-Ruf, I can reach every corner of the world. kann ich jede Ecke der Welt erreichen. With technology, Durch Technologie the world is at our fingertips. können wir die ganze Welt erreichen. And if we can just allow the power of the Holy Ghost Und wenn wir einfach nur der Kraft des Heiligen Geistes erlauben würden, to open our eyes, open our vision, open our minds, unsere Augen zu öffnen, unsere Vision zu öffnen, unsere Gedanken zu öffnen and allow us to understand und uns erlauben zu verstehen,
that we have an incredible opportunity to impact our world in our generation. Dass wir eine unglaubliche Möglichkeit